Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch in diesem Video geht es wieder um den Zeit- und Geldkalkulator für Dolmetscher. Diesmal mit dem Schwerpunkt Projektkalkulation. Der Projektkalkulationsbereich findet sich etwas weiter unten auf dem ersten Tabellenblatt. Eine relativ unscheinbare kleine Tabelle, mit der man aber sehr schön verschiedene Szenarien durchspielen kann und den Zeitaufwand und den finanziellen Aufwand für ein Dolmetschprojekt berechnen. Das Ganze auch hier wieder mit gelben Feldern, in die man Dinge eintippen kann. Auch hier vorne die Art der Tätigkeit kann man bearbeiten. Weiter hinten die berechnenden Zellen und hier unten in Rot, wie immer, der wichtigste Wert, nämlich wie viel Euro setze ich pro Stunde mit meinem Projekt um. Hier ist das Ganze untergliedert in Reise- und die sogenannte Herumstehzeit, die Büroarbeit, also Organisation, Abwicklung und vor allen Dingen die Vorbereitung auf den Dolmetscheinsatz, die ja immer sehr viele Stunden oder häufig sehr viele Stunden in Anspruch nimmt. Dann eine Einteilung in normales Dolmetschen und Dolmetschen erschwert, das heißt unter besonders anstrengenden Bedingungen, zum Beispiel mit Personenführungsanlage flüstern, konsekutiv, vor allem konsekutiv alleine, wo man nicht auf eine zweite Person zugreifen kann, die unterstützend mitwirkt, oder sehr, sehr fachspezifisches Dolmetschen, das sehr spezifische Kenntnisse oder sehr, sehr viel Vorbereitungszeit bzw. auch Erfahrung erfordert, die man dann entsprechend teurer berechnet. Warum diese Unterscheidung? Das hat den einfachen Grund, dass man unter Umständen manchmal gut daran tun kann, nicht jede Art von Arbeit gleich zu berechnen. Man kann zum Beispiel sagen, wir hatten ja im letzten Video besprochen, dass, beziehungsweise hatte ich das auch im letzten Blogbeitrag über Zeit und Geld noch einmal hergeleitet, dass zwischen 80 und 90 Euro ein guter Orientierungswert ist für das, was man operativ für gearbeitete Stunden umsetzen sollte. Man kann nun aber natürlich hingehen und sagen, die Zeit, die ich herumstehe, die ich warte, bis es losgeht, oder auch, wenn ich kein Anreisehonorar berechne, weil ich einen Einsatz vor Ort habe, dann bin ich natürlich trotzdem unterwegs, bis ich zum Einsatzort komme. Auch die Stunden zählen zur Arbeitszeit. Man kann dann sagen, diese werden günstiger berechnet. Da unterstellen wir zum Beispiel 50 Euro pro Stunde. Das sind dann bei 2 Stunden 100 Euro. Die Büroarbeit zu Hause, die ich mir selbst einteilen kann, wo ich nicht reisen muss und selbstbestimmt arbeite, die berechne ich mit 85 Euro pro Stunde. Das sind in dem Beispiel jetzt zum Beispiel 3 Stunden. 85 mal 3, 255 Euro für die Vorbereitung. Vielleicht möchte man auch die Vorbereitung einzeln ausweisen als Vorbereitungshonorar. Dann empfiehlt es sich natürlich auch, das vorher durchzurechnen. Und sagen wir 6 Stunden normales Dolmetschen, 90 Euro, das sind 540 Euro. Damit käme ich dann auf einen Projekt- oder Tagessatz von knapp 900 Euro mit einem Durchschnittsstundenhonorar von 81,36 Euro. Und damit kann man dann jetzt natürlich spielen und überlegen, ich habe keine Reisezeit oder nur eine Stunde. Das ist ein Stammkunde, für den muss ich mich gar nicht viel vorbereiten. Dafür sind es aber deutlich mehr Stunden. Ich bin 8 Stunden vor Ort, komme ich auf ein nur geringfügig niedrigeres Honorar. Oder es ist vielleicht nur ein sehr kurzer Einsatz. Ich bin vor Ort vielleicht nur 3 Stunden. Aber ich bin konsekutiv alleine, ich stehe auf der Bühne, ich habe überhaupt keine Rückfallebene, kann nie nachfragen, kann mich auch nicht zwischendurch erholen. Die Frage, ob man solche Einsätze alleine macht, steht jetzt nochmal auf einem anderen Blatt. Wir reden jetzt nur von der Kalkulation. Dafür nehme ich 120 Euro pro Stunde. Dafür bereite ich mich unheimlich intensiv vor, weil ich auch nicht zwischendurch mal einfach etwas nachgucken kann. Ich bin natürlich zum Briefing auch viel früher da, bleibe vielleicht nachher auch noch länger. Eventuell weiß ich auch gar nicht, wie lange ich überhaupt dort bin.
Und so komme ich dann auch auf ein Honorar von 935 € als weiteres Beispiel. Der Fantasie sind da natürlich keine Grenzen gesetzt. Das eignet sich auch sehr schön, um zum Beispiel mehrtägige Einsätze überschlägig zu berechnen. Wenn ich sage, gut, der Vorbereitungsaufwand bleibt der gleiche, dafür habe ich sehr viel mehr Stunden, die ich arbeite. Wie viel muss ich dann in Summe verdienen auf, sagen wir mal, 3 Tage, und das kann ich dann auf verschiedene Tage umlegen. Der Fantasie sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Ich kann aber immer hier im roten Kästchen überprüfen, komme ich auf einen rentablen Stundensatz. Auch hier und vor allem hier würde ich mich freuen über Rückmeldungen und Fragen von euch, jederzeit gerne per E-Mail oder per Telefon, und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören.